Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich dieses abstrakte Gemälde mit goldenem Blattmetall gemalt habe und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ich habe jetzt hier erstmal 1/3 abgemessen von der gesamten Fläche. Das Vorzeichnen ist hier mehr oder weniger eine Richtlinie und nicht besonders streng anzusehen. Also ich mache halt meistens einfach 1/3 und 2/3, weil ich das besonders harmonisch finde. Der nächste Schritt ist dann, dass ich die Spachtelmasse auftrage. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Bei diesen Bildern mache ich meistens besonders viel Spachtelmasse an den Rand und zu dieser Linie, die ich vorhin gezogen habe, hin, weil das dann einfach das Ganze nochmal ein bisschen 3D-mäßiger macht. Bei abstrakten Bildern ist mir das Spachteln schon sehr wichtig, weil es halt einfach sehr viel Struktur gibt, die man jetzt ohne die Spachtelmasse nicht hätte. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Genau in diesem 1/3 habe ich auch ein bisschen was freigelassen, weil ich später dort das goldene Blattmetall auftragen möchte. Ich trage immer als erstes da, wo ich später das Blattmetall haben möchte, eine dunkle Farbe auf. Das ist quasi meine Grundierung und ich werde dann nach außen hin immer heller. Bei Bildern, wo ich sowieso immer sehr viel vermische und vermenge, da trage ich die Farben auch einfach gerne direkt auf die Leinwand auf. Ist einfacher. Ich werde jetzt hier sowieso erstmal nur die untere Schicht machen. Die hat gar nicht so viel zu tun mit dem späteren Bild. Aber es gibt einfach nochmal so ein bisschen durchscheinende Farbe später. Wenn man zum Beispiel die helleren Farben dann drüber aufgetragen hat, dann sieht man halt teilweise die ich unten aufgetragen habe, auch nochmal so ein bisschen durch. Und das gibt dann halt auch diesen besonderen Effekt. Ich finde, das macht das Ganze einfach ein bisschen lebendiger und strukturiert. Durch dieses viele Vermischen entstehen halt auch so eine Art Schatten, die halt später auch ganz gut aussehen, die das Ganze so ein bisschen plastisch auch aussehen lassen. Wie jetzt zum Beispiel ein Stein in der Natur ja auch mehrere Farben enthält und so ein bisschen Schattierungen mal an der und mal an der Stelle hat. Und genauso möchte ich das am Ende halt auch. Das soll ein natürliches Bild werden. Das soll ein Bild werden, was aussieht wie so Sandgestein, wo irgendwie Gold durchläuft. Kann man sich jetzt natürlich noch nicht so vorstellen, aber das wird am Ende so werden. Ihr seht es dann ja.
It's nothing new, but it's so good to see you. Ich halte mich bei den Bildern auch gar nicht an so eine Richtlinie, sondern ich male einfach, wie ich gerade Lust dazu habe und auch welche Farben ich gerade in dem Moment mag, und da lasse ich mich einfach von den Gefühlen leiten. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Das ist halt das Schöne, diese Freiheit beim abstrakten Malen, dass man da einfach das machen kann, was man gerade möchte, so wie man sich fühlt. Dann kann man auf der Leinwand drauf rumwischen, wie man gerade möchte. Man kann die Werkzeuge benutzen, die man gerade möchte, und sich einfach ausprobieren und experimentieren. Und das ist für mich halt auch kreative Arbeit. Das macht mir unglaublich viel Spaß. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man in einem Bild kühle und warme Farbtöne hat, weil das einfach nochmal Tiefe gibt. Das ist ja, wenn man in die Natur guckt, ganz genauso. Der Schatten ist die kühle Seite meistens, und das, was in der Sonne liegt, ist das Warme, was angestrahlt wird. So lucky, still can't believe you love me. Die unterste Schicht sollte auf jeden Fall über Nacht trocknen, beziehungsweise sage ich immer so circa 12 Stunden, damit man auch sicher gehen kann, dass es wirklich trocken ist. Und dann kommt die nächste Schicht. Weil wenn ich jetzt einfach das Weiß oben drauf klatschen würde oder das Beige, dann würde es sich halt wieder mit den dunklen Tönen vermengen und ich hätte letztendlich auch wieder nicht den Farbton, den ich am Ende will. Deswegen muss das alles in mehreren Schritten passieren. Can't believe you love me, I just feel so lucky, still can't believe you love me. Ich konzentriere mich jetzt hier sowieso erstmal auf diese Beige-Töne und werde dann halt immer heller. Can't believe you love me, I just feel so lucky, still can't believe you love me. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun? Das ist tatsächlich auch das, was mir am meisten Spaß macht, am Ende nochmal die hellen Farben drüber zu geben. I wonder. Wenn man zum Beispiel eine Rose malt oder so, dann sieht es ja immer noch relativ matt aus am Anfang. Aber wenn man dann am Ende die glänzenden Akzente drüber macht, dann ist es erst richtig fertig. Und genau denselben Effekt habe ich halt immer, oder den fühle ich auch immer, wenn ich halt ja, die hellen Töne dann drüber gebe. Das gibt dem Ganzen nochmal Glanz, genau. So ist es, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really
makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Für die Vergoldung trage ich erstmal eine Anlegemilch auf. Und zwar sollte man die auch nicht besonders dick auftragen. Mir ist jetzt hier was runtergekleckst. Ist aber nicht so schlimm, das wird später nämlich sowieso durchsichtig. Also nicht zu dick auftragen und halt wirklich nur an den Stellen, wo später dann auch das Gold sein soll. Das muss dann circa 15 Minuten antrocknen und dann ist es so weit getrocknet, dass man halt das Blattgold oder goldenes Blattmetall in meinem Fall auftragen kann. The stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Das Blattgold oder Blattmetall ist auch immer sehr fein, also bitte vorsichtig damit sein und auch Fenster schließen, weil jeder Windstoß, das werdet ihr dann auch selber sehen, kann das durch den ganzen Raum verteilen, weil das halt so leicht ist. Ich arbeite das Blattgold auch immer noch mal richtig ein, also ich zerreibe das mit dem Pinsel, ziehe das nochmal so ein bisschen hin und her und lasse da auch meiner Kreativität einfach freien Lauf. Ich mache das meistens mit so einer Mischung aus ein bisschen einklopfen und einreiben oder einarbeiten mit dem Pinsel, sodass das halt auch ein bisschen unregelmäßig aussieht, weil mir gefällt es einfach am besten. Ist jetzt sicherlich nicht die klassische Methode, Schlagmetall aufzutragen. Also ich bin nicht irgendwie ein Experte für Vergoldung oder sowas. Ich mache das einfach ungefähr so, wie es in der Anleitung stand und setze das dann halt so für mich um, für die Bilder, die ich damit kreieren möchte. Diese ganzen feinen Partikel vom Blattmetall müssen natürlich auch weggesaugt werden. Die fliegen sonst nämlich überall in der Gegend rum und haften an den Klamotten. Also einfach mal kurz über die Stelle drüber saugen und unter dem Bild am besten auch. Das Gemälde ist jetzt fertig. Hier kann man auch noch mal ganz genau die Details sehen, die Struktur und die Farbe. Also es ist wirklich eher so ein beige-Cremeton, quasi wie Sandgestein, wie ich schon gesagt habe, was mit Gold durchzogen ist. Und ich finde, das ist ein sehr elegantes Bild und was auch relativ einfach nachzumachen ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.